BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Endlich ist es wieder soweit. Viel Spaß beim Feiertagsmagazin. Euer Nuri. Heißes Duell. Bei Dortmund gegen Leipzig ist Feuer drin. Arktische Temperaturen. Die Kältewelle hat Deutschland weiter im Griff. Eiskalter Comebacker. Marco Reus sofort wieder voll da. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Ja, ganz Deutschland ist eine riesige Gefriertruhe und da wird sich auch vor dem Topspiel in Leipzig nichts dran ändern. Wie sich unsere Jungs bei diesen extremen Bedingungen vorbereiten, das schauen wir uns jetzt mal an. Deutschland bibbert, die Kältewelle geht um, doch der BVB widersetzt sich den arktischen Temperaturen. Das Spiel gegen Augsburg nur bedingt zum Aufwärmen geeignet. Die Mannschaft brennt darauf, die Punkte in Leipzig zurückzuholen. Im Hinspiel war bereits ordentlich Feuer drin. Schwarz-Gelb ist heiß auf Revanche. Der Kälte trotzen und die eigenen Fans zum Kochen bringen. Damit am Samstag nur der Gegner zittert. Ja, bei meinem heutigen Gast wird mir auf jeden Fall warm ums Herz. Das ist doch ganz klar, weil Marco ist da, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Marco, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf, Nobby. Das ist Hammer. Das müssen wir allen in der Mannschaft sagen, dass du dich so freust. Ja. Wie habt ihr euch beim Training den Allerwertesten abgefroren? Schlimm? Sehr schlimm. Gestern war wirklich, der kälteste Tag, auch auf dem Platz. Das war extrem kalt, aber wir waren ja nicht so lange draußen, von daher. Ich habe ein paar Bilder gesehen von da, ihr atmet alle. Wir atmen durch unsere, wir haben ja so ein, wie nennt sich das, so ein Schal, so ähnlich. Gestern ging es einfach nicht anders. Der Wind dann auch noch, das war schon im Brakel zieht es ja. Im Brakel zieht es immer. Immer. Ja, um das Thema Kälte dreht sich jetzt unser Fragenkonto allerdings auch. Bin mal gespannt, was du da drauf zu sagen hast. Was ist die größte Frostbeule im Team? Also außer du. Außer ich selber? Mario? Schü? Ja, auch. Oder die Älteren, das ist ja auch so. Roman Roman auf jeden Fall. Ich glaube, Motorhut. Ja? Ja, ich glaube, der schon. Aber auch die üblichen eigentlich. Also ich glaube, jedem ist es momentan kalt. Aber das kann ich mir vorstellen. Aber ist aber auch in Ordnung. Ah. Wie viele Schichten hast du im Training im Moment an? 1, 2, 3, 4. Dein kältestes Spiel bisher, wo du jetzt spontan sagst, oh, da erinnere ich mich dran, das war saukalt. Da haben wir zu Hause gespielt gegen Wolfsburg. Da war es einfach arschkalt. Weiß ich noch. Da haben wir auch, das war so kalt. Wann war das denn? Ich glaube, in meinem ersten oder in meinem zweiten Jahr. Was magst du am Winter? Gute Frage. Eigentlich wenig. Ich mag es natürlich nicht, wenn es so früh wieder dunkel wird. Ne? Gibt es natürlich Zeiten, wo es um 4 Uhr schon stockenduster ist. Da hast du fast gar nichts mehr vom Tag. Ja? Ansonsten, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Natürlich mag ich die Wärme ein bisschen lieber, aber auch nicht zu warm, weil es dann spielerisch oder beim Spiel extrem heiß ist. Vor allem hier im Stadion. Ansonsten geht es eigentlich. Also ich komme ganz gut klar. Dein liebstes Heißgetränk? Ingwertee. Ist lecker, ne? Ja, Ingwer ist super gesund. Haben alle von Schü geerbt. Der Schü trinkt da allerdings ein bisschen mehr, ne? Ja, Schü ist... Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag einfach. Zu Ingwer? Schü. So, jetzt wollen wir das Thema Kälte mal ein bisschen beiseite schieben. Sonst wird es hier auch noch kälter. Morgen geht es gegen Leipzig. Das wird ein harter Brocken. Was muss besser laufen als gegen Augsburg? Ja, wir wissen, glaube ich, schon alle, vor allem nach dem Spiel, wir haben es natürlich analysiert und auch in der Mannschaft darüber gesprochen, dass wir vielleicht momentan auch vorne einfach vielleicht zu wenig Tore machen.
wir haben zwar die Chancen und wir haben auch den Ballbesitz auch im vorderen Drittel, aber wir müssen einfach zielstrebiger werden. Ja, einfach mehr auf das zweite Tor gehen, dann haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit in unserem eigenen Spiel. Ja, ich glaube, daran liegt es halt momentan, dass wir einfach zu wenig Tore machen aus den Möglichkeiten, die wir haben, aus den Chancen. Wir wissen auch, dass wir momentan auch nicht die Chancen haben, die wir schon mal hatten in der Vergangenheit, die Anzahl her. Aber wir geben da natürlich nicht auf, wir gehen da schon positiv ans Werk und wir wissen natürlich auch, dass es gegen Augsburg vor allem in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig war. Drücken wir die Daumen, dass das funktioniert. Marco ist auf jeden Fall in den beiden letzten Partien vorangegangen. Es ist wie schon die letzten Male zuvor nach seinen leider schon inzwischen wirklich zahlreichen Comebacks. Es läuft direkt wieder rund bei ihm. Marco Reus ist endlich wieder zurück und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Spielt groß auf und trifft. 259 Tage Pause merkt man ihm nicht an. Zusammen mit Mario und Schü wirbelt er in der schwarz-gelben Offensive. 3 Kumpel mit jeder Menge Durchschlagskraft. Die hat besonders Marco in den letzten 2 Bundesligaspielen unter Beweis gestellt. 2 Tore gegen Gladbach und Augsburg. Jedes Spiel ein Tor. Das darf gerne so weitergehen. Du lässt dir ja manchmal was Schönes einfallen, wenn du ein Tor geschossen hast, was dein Torjubel so angeht. Gegen Augsburg gab es wieder was Außergewöhnliches zu sehen. Ein Kung-Fu-Tritt. Was hat das zu bedeuten? Ja, nicht nur der Kung-Fu-Tritt. Der war ja noch vorher was anderes. Können wir nochmal zurückschauen? Ich habe wieder nur den Kung-Fu-Tritt gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Das ist das Problem, Novi. Weil wir wollen es eigentlich noch einmal machen. Also ist auf jeden Fall was Lustiges, aber ist jetzt nichts, was tief aus der Trickkiste hergerufen worden ist. Ja, das wollen wir. Leipzig wäre natürlich aber geil, wenn wir es da sehen würden. Deshalb freuen wir uns. Also, da müssen auch. aufpassen. Das Problem ist, wir müssen noch ein paar mehr mitmachen. Dann sieht es lustiger aus. Ja. Wie viel seid ihr bisher? 3? Bis jetzt habe ich es nur gesehen, dass ich habe es gemacht. Jule hat gesagt, er hat auch mal kurz gemacht, aber ansonsten, man vergisst das ja auch dann. Ne? In den Emotionen ist es manchmal schwierig, aber jetzt hat es, glaube ich, vielleicht jeder verinnerlicht. Ist übrigens egal, wer das Tor macht. Das ist schön. Gemeinschaft zeigen ist natürlich immer toll. Ja, das steht bei uns groß drin. Ja. Der Beitrag hat aber auch gezeigt, du bist wieder voll da. Nach so einer langen Verletzung. Medizinische Abteilung, Trainer. Ihr habt das sicherlich intensiv ausgetauscht. Wann hast du gespürt, dass es der richtige Moment so jetzt muss ich wieder? Das ist eine gute Frage. Also das ist halt das große Problem, wenn du 6, 7, 8 Monate raus warst und nicht die Intensität hast. Klar, wenn du dann wiederkommst, dann hast du die Power, dann hast du die Energie, auch die Frische. Aber dann, wenn du in diesem Tross wieder drin bist und deine Spiele absolviert hast, dann kommt einfach die Müdigkeit und von daher, gerade in dem Moment muss man natürlich dann nicht vorsichtig sein, aber einfach auf seinen Körper hören und wenn er sagt, mach mal heute ein bisschen Pause oder komm nur von der Bank oder so, dann ist es halt so. Ich sag dir ganz ehrlich, bist du auch nicht böse, ne? Bei 7, 8 Monaten und dann mal ein Spiel draußen zu sein oder 2 auch, das ist dann gar nicht mehr die Welt und Dass du auf jeden Fall richtig Spaß hast, das vor allen Dingen mit Mario, das zeigen Schnipsel, die unsere Kollegen in der Social Media Abteilung rausgefischt haben und die schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da ging. Nein, aber ihr versteht, also es sieht ja aus, als dass ihr euch alle gut versteht, ne? Ja, innerhalb des Teams muss man einfach sagen, dass wir uns eigentlich alle sehr gut verstehen.
was natürlich auch im Team selber vielleicht manchmal nicht ganz einfach ist, weil du natürlich auch Kontrahenten hast und viele Spieler hast, die gut sind und auch die spielen wollen. Und, klar, jetzt, ich glaube, bei Mario und mir ist das jetzt einfach nur so ein Beispiel. Ich glaube, da gibt es ja bestimmt noch einige andere, die sich auch sehr gut verstehen. Zu eurer Dreierbande gehört natürlich auch noch einer, André Schürrle. Eure Dreierkombination hat gerade für 2 Tore gesorgt. Gibt es eure WhatsApp-Gruppe 2 in der Half-Weltmeister eigentlich noch? Ja, aber da muss das hat aber jetzt ein bisschen gedauert. Da muss ich habe mein Handy jetzt nicht hier, aber der Chat ist ganz weit unten. Also du wolltest jetzt gucken, ob es denn überhaupt noch gibt, ja, ich ne? wollte noch mal gucken, weil wir haben lange nicht mehr geschrieben. Wir sehen uns ja auch jeden Tag. Ja. Nobby. Da braucht man natürlich nicht noch eine zusätzliche Da habe ich auch WhatsApp. keine Lust mehr, den beiden jetzt auch noch in WhatsApp zu schreiben. Es reicht auch irgendwann mal, die Gesichter zu sehen. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Du weißt, was kommt, ne? Ich hoffe es. Bist du bereit? Ja. Reingespitzelt, rausgerutscht. Och, das sind aber auch... 3, 2, 1. Freddy Bobic, ne? Tor. Reingespitzelt. Ja, gut. Billy. Der hier, ne? Der hat doch immer so gemacht, ne? Ja. Beide falsch. 0-0. 3, 2, 1. Ich glaube, der kuschelt mit dem Ist das Pfosten. nicht... Ist das Jens, oder? Koller? Ach, Jens. Kuschelt, ey. Ja, das ist natürlich... Ja, ich hatte auch den. Man muss auch den Blick für die Situation haben. Marco. Oh Mann, ey. 1-0 für mich. Nächster bitte. Wieder ein Cottbus. Oh, Mats. Hä? Szene können wir noch nicht nochmal sehen, ne? Das ist doch jetzt wirklich... Tor Dortmund. 3, 2, 1. Was war das denn, Marco? Ja, ich will ja gewinnen, Nobby. Deshalb das ist muss ich ja ja auch eigentlich richtig. schauen, was du nimmst. Okay, 3, 2, 1. Pfeif. Das ist ein Witz. Petric. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Mladen Petric. Der linke Fuß. Ja, das ist sehr schön und kannst du nicht öfter kommen? Ja. War's das jetzt schon? Ja. 3 nur. Ja. Was ist das denn für ein Karnevalsverein jetzt hier geworden, ey? Hä? So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Das sieht ganz gut aus. 41 Punkte für mich, 36 für meine Gäste. Ich möchte natürlich noch ein Statement von meinem heutigen Gast zu diesem Zwischenergebnis hören. Abgerechnet wird zum Schluss, Nobby, weißt du doch. War letztes Jahr genauso. Hast du noch verloren? Zur Info. Ich war so weit vorne. Marco konnte mich nicht mehr einholen. Doppelt oder nix haben wir gespielt oder irgend sowas Ähnliches. Ja. Auf jeden Fall habe ich verloren. Ja. Deshalb haben wir Marco jetzt schon mal eingeladen. Aber ich glaube, da wird er sich aufdrängen. Die Jungs werden ihn bedrängen. Ich werde nicht Fritz kommt zu mir und fragt mich, sondern ich gehe zu Fritz und frage ihn, ob ich zu Nobby gehen darf am letzten Spiel. So machen wir das. Marco, Ja. vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Gerne. Drücken natürlich für morgen die Daumen. Bleib Danke. gesund. Mach ich. Super. Bis bald. Nobby, bis bald. Ihr drückt auch die Daumen für unsere Jungs. Wenn wir natürlich mit Punkten aus Leipzig zurückkehren würden, das wäre der Hammer. Tschüss, bis dahin. Euer Nobby und Marco. Ciao, ciao.